Hallo Lodi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute am Tag der Aufnahme ist es Donnerstag, der 15. September 2022, 18:06 Uhr. Ja, ich schaffe das einfach nicht, Videos vorher aufzunehmen. Ist immer so viel los, so viel Krach, die Nachbarn und so. Und mein Raum ist halt noch nicht schallgedämpft. Das ist halt ganz normal, das ist mein Schlafzimmer halt. Und ja, vielleicht irgendwann, wenn ich YouTube-Millionär bin, dann kann ich mir das alles einrichten. Gut, kurz überlegen. Das letzte Mal waren wir hier bei Morrill, dem Kryptozoologen, der eine Art Gespensterschrecke sucht. Und wir haben uns dazu bereit erklärt, ihm dabei zu helfen. Gut, aber erstmal, wir haben hier noch einen Punkt. Das sind alles Sachen, die ich nicht erhöhen kann. So, hier kann ich, aber wo bin ich denn noch besonders sehr niedrig? Und was kann ich verbessern? Auch Konzeptbildung, Schauspielkunst, Rhetorik, Logik. Was bringt mir Zwielichtern? Konstitution. Mann! Grundwert +2. Ja. Einfach mal. So, dann haben wir hier noch. Kontrolliere die Fallen. Des Feldgebäudes. Kontrolliere die Falle, die Morell gerade erst im kryptozoologischen Lager aufgestellt hat. Ja, da muss ich dann zurückkommen später. Überprüfe die Falle bei den Bootshütten westlich des Feldgebäudes. Kontrolliere die Falle in der Nähe des Kanals, den du auf den Hinweg überquert hast, südlich des Dorfes. Oh, das kann nicht so ein Problem sein. So, wie weit sind wir hier? 96%. Da sind wir dann bald mit fertig. Hätte man hier ruhig ein bisschen irgendwie noch einzeigen können. Ich weiß ja gerade nicht mal, wo ich bin. Ja. Gut, aber erstmal wollten wir noch mit dem anderen Typen sprechen. Hat der uns hier irgendwas zu vertellen? Das ist echt nichts Überkrasses. Na, gucken wir gleich. Nein, gucken wir jetzt. Ja, ich bin neugierig. Tut mir leid. Wir sind so ein bisschen leiser, sonst halt das gleich. So. 75 Cent halt. So. Hello, I'm Gary. Very generous of you to help us out, officer. That's how I roll. How I roll. Yellow man. I mean, officer. Whoa. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Feuernashörner. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Ist die freie Natur nicht so ihr Ding? Ja, ich bin auch eher ein Stadtkind. Nö, also Natur ist ja schon ganz nice, ne? I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Degenerates, this man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. Ich kann Ihnen versichern, dass ich weder das eine noch das andere bin. Ich bin ein Gesetzeshüter mit lupenreiner Weste, der streng nach Vorschrift handelt. Ich komme noch nicht einmal in Versuchung, Rauschmittel anzurühren. Degenerierte? Die Koryphäe auf diesem Gebiet hat mich dazu ausgebildet, den kleinsten Anflug von Degeneration aufzuspüren. Säufer und Degenerierte, genau meine Welt.
Ich fürchte leider, ich könnte ein Säufer sein. Oder ein Degenerierter. Vielleicht auch beides. Niemand ist perfekt. Sie waren sicherlich auch schon mal versucht, etwas zu trinken. Ja. Aber warum soll ich Ihnen den Vorwurf machen? Ja, das ist doch lustig. Die Koryphäe auf diesem Gebiet hat mich dazu ausgebildet. Oh, I didn't mean it in any scientific way. Sein Blick wandert nervös zu dem Stapel durchnässter Holzscheite, der vor seinen Füßen liegt. Okay, wir wissen irgendwas über den Mann, der hinter den Whirling Inrex gehängt wurde. Sind Sie auch Kryptozoologe? Sie waren überrascht, meinen Kollegen Lieutenant Kitsuragi zu sehen. Ja, erstmal, ne, langsam rein da. Sind Sie auch Kryptozoologe? No, no. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. After all this time with Morel, he must have an opinion on cryptids. This could lead to a good one. Ja, ich stehe auf Kryptoiden. Haben Sie einen Lieblingskryptoiden? Kryptiden? Oh, yes, the burning rhino. Morel doubts he's real, but I don't much care, because I won't be the one looking for him out in Sarai. Was ist ein Feuernashorn? A rhinoceros that looks ordinary during the day, but burns brightly by night. Well, at least the males do. Ja. Und wie funktioniert das mit dem Brennen? Wahrscheinlich irgendein Stoff in der Haut. They have special ducts just above their shoulder blades that secrete a combustible fluid. When the rhino is just beginning to light itself, it looks as though it has wings of fire. Aha. But how is this combustible fluid lit? Genau. Wie genau wird diese Flüssigkeit entzündet? The rhino starts running very fast to build heat, then stops, raises its head, and sparks fly from its neck, setting its back ablaze. Alter, was erzählst du denn da? Das klingt aber echt wirklich unwahrscheinlich, Bro. Ja, das kaufe ich ihn ab, ein Feuernashorn. Ich will genau wie dieses Nashorn seinem glühenden Knarren durch die Nacht rennen. Ja, nee, das will ich nicht. Ja, aber nee, das klingt unwahrscheinlich, my Bro. Yeah, well, Revacol used to be a flaming rhino once, a long time ago. That seems unlikely too, doesn't it? Super solid argument, Gary. Can't argue with that. Und warum lodern nur die Männchen? Ja, wahrscheinlich Paarungsrituale. The flames are not just for decoration. They are an integral part of the beast's mating behavior. Inwiefern? Ja, so wie halt, keine Ahnung, Vogelstrauß seinen Fächer zeigt. Nee, nicht kein Vogelstrauß. Ein V. Wie komme ich auf Vogelstrauß? Ein V. Ja. Um zu signalisieren, setzt er sich halt in Flammen. Baby, ich brenne für dich. Das passt doch. During the burning rhino's mating season, herds of male rhinos, all aflame, encircle herds of female rhinos, forming a fiery ring as they begin to copulate loudly. Local peasants call it the passion ring. They fear the rhinos, as perhaps they should. Anyway. Ja, das sollten sie wohl. Also normale Nashörner sind schon, ja, furchteinflößend vielleicht nicht, aber halt respekteinflößend. Und wütendem Nashorn, na, will ich nicht im Weg stehen. The lieutenant sighs, without looking up from his notes. Ja, der scheint nicht begeistert. It's clear the burning rhino is dear to him on many levels, some even spiritual. Sie waren überrascht, meinen Kollegen Lieutenant Kitsuragi zu sehen. Not many Sealites here, or anywhere, other than Seol. I meant no offense, truly. Seoul? So wie
Seoul, also Seoul, Südkorea. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next racist will be a really good one? Ja. Well, this is that racist. Ja, unser Glücksrassist. Gewähren Sie uns 3 Wünsche, Gary? Sind Sie das, Gary? Sind Sie ein Rassist? Ich weiß nicht, mir haben die bisherigen Rassisten besser gefallen. Mit Schädelmesser kann er nicht mithalten. Das sind alles gute Antworten. Aber das passt schon so, wie es ist. Sind Sie das, Gary? Sind Sie ein Rassist? Hm? Hey, man, all I meant was there are not many Seolites around here. I'm just stating a fact. Haben Sie ein Problem mit Zeoliten? Der Lieutenant ist gebürtiger Römischer. Ja, was treiben die überhaupt in ihrem Seoul? Hängen die Verschwörung aus? Oh, yes, of course he is. I was just speaking about his connections. Let's change the subject, okay? Er lässt ein undurchschaubares Lächeln aufblitzen. Ja, das ist typisch, ne? Naja, fragen wir mal. Wissen Sie irgendwas über den Mann, der hinter dem Wording in Rex gehängt wurde? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. Nee, wir sind hier wegen dem schönen Wetter. So you do know something about it? No, no. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. Jetzt ja mal. Hast du vielleicht die Polizei gerufen? Gary? Ah, nee, war eine Frau, ne? He's not feeling very comfy in his clothes, is he? Strange. He didn't kill him or anything, but there's something going on here. Ja, aber der sagt nichts mehr. Danke für Ihre Mithilfe. Ja. The 15th Indo-tribe. Because there was. The 15th Indo-tribe was comprised of 8 kids from Forberg and North Jamrock, running from wild dogs in the valley, hiding scents under rocks, and stealing clothes off clotheslines, and sometimes even the copper wiring of phone lines. You may have been one of them. This must be a childhood memory. The 15th Indo-tribe was your Indo-tribe, set to rule in Cylinder. The rest of the kids are dead now. Car accidents and drug overdoses. Only you remain. Wie beruhigend. Was habe ich jetzt davon? Okay. Es gibt jetzt hier nichts. Eine Boje tanzt im Wasser hin und her. Sie ist mit einer 11 gekennzeichnet. Okay. Sonst gibt es hier nichts. So. Da ist noch was zum Angucken. Halt! Nochmal 45 Cent. Das ist doch gut. Heute befindet sich kein Boot in der Bootshütte. Was haben wir denn hier? Magnesium und übergroße Superstar-Sonnenbrille. Plus Eingewandtheit und minus ein visuelles Kalkül.
Ja, ich muss ja nicht jeden Scheiß tragen. Ne, ich hasse diese übergroßen Brillen. Du siehst aus wie Puck die Stubenfliege. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Ich sehe mich um. Behind you, the ruins of a residential building loom over the reeds. They whisper amongst themselves. Confidentially, snowflakes cling to their shivering stems. Okay. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Anyway, 1 down. 3 to go. Grenzen können sie sich schenken. Nee. Ich sag nichts und stelle die Falle wieder ab. You set the apparatus back on the ground, among the reeds. Die Bootshütte ist nicht gerade solide gebaut. Ein starker Wind könnte sie glatt umgehen. Ein Real 15. Ach, hier bin ich ja dann wieder... Ne, bin Vom Dach dieser völlig verrosteten Sitzbank blättert uralte Farbe. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner to the other. Schauen Sie mal, Kim. Noch mehr Einschusslöcher. Hier ist auf jeden Fall etwas passiert. Ja, ich kann das ja einfach mal probieren. Einschusslöcher am Platz, Einschusslöcher im Hinterhof. Du warst von der Revolution, du warst vom Feld Electrical. A row of ghostly shades stand facing the wall. There are many of them, a dozen at least, their heads lowered and eyes blindfolded. It's quiet, no sound, no movement. Eine Exekution. Oh mein Gott. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner, automatic rifles primed. A gust of wind blows by. The coats of the firing squad flap slowly in the breeze. A single person stands on the side. Snowflakes fall on the wooden planks and the surrounding sand dunes, covering the land with the white of innocence. A long time has passed since the moment of this fusillading. Rain and brine have since washed all the blood away. Not a trace remains. Oh Mann. The abundance of bullet holes leads to 2 options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or they did not use a conscience round, where only one soldier has the loaded rifle. Looks like this was a mass execution with everyone fully armed. Ich betrachte die Menschen, die an der Mauer stehen. A host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and covered in dust. They were not sitting, a common practice for executions in some nations, as demonstrated by the height level of the bullet holes. They stand, facing the wall. It's impossible to discern any details about their personality or background. Ich betrachte die in Linie angetretenen Soldaten. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles aimed at the people. Soldiers from some side, but from which one? Ich betrachte die Person, die an der Seite steht. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The lights of the muzzle flashes dancing on his face. Kim, wer war bei dieser Hinrichtung wer? I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall.
It could have been any of the parties involved in the revolution. Oh. Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the Civil War. Or it could have been the communists, put to death during the last stretch of the conflict by the coalition forces. Either way. Not nice. Remember what Trent Heidelstein said about Veld? Vielleicht waren es die Feldmitarbeiter, die vor Ort waren, als ihre Anlagen von den Revolutionären in Beschlag genommen wurden. Another likely scenario. Der Lieutenant nickt. Ja. Or maybe... Sie haben Koalitionstruppen erwähnt. Könnten die an die Wand gestellten vielleicht zu Ihnen gehört haben? Yeah. It's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. They were always the last ones against the wall. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was a commandant, the superior giving the orders. Okay. Adieu. A cold sea wind blows away the figures. Figures. Auf dem Schild steht Entre Interdite. Eine alte Kartenabreißkabine. Sie ist nicht mehr in Betrieb. Ja, muss ja irgendwie weitergehen. Da liegt noch Kohle, da können wir gleich hingehen. Die Tür ist nicht bloß verschlossen, sie ist unzugänglich. Okay. $61. So, und der Karton ist auch noch. Was bist du denn? Eine Fallenzipfelmütze Pipo. +2 Logik, -1 Wahrnehmung. Kann ich jetzt hier weiter, ja? Ne, kann ich nicht. Da ist noch was. Noch 20 Cent. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder wie heißt das noch? Ja, aber hier scheint es nicht mehr weiter zu gehen. Ich kann jetzt hier hinter noch hochgehen. Den kann er auch nicht. Na gut. So, was haben wir hier? Dann halt so rum. Aber sonst geht's hier nirgendwo weiter. Das ist doch doof. Ja. Da kann ich nicht hin. Und da ging es jetzt auch wirklich 100%ig nicht weiter. Ich will halt nichts übersehen. Entschuldigung. Also da durch die Tür ging es nicht. Einfach mal gucken, wo er dann mich hinführt. Also, ich kann hier echt nirgendwo weiter.
so nicht schön. Hier habe ich auch alles nachgeguckt schon. Halt. Dieser Küstenabschnitt wird seit Jahrzehnten nicht genutzt. Okay. Hätte ja auch was Wichtiges sein können. So, dann kann ich hier noch. Da sind die beiden wieder. Schon alles nachgeguckt. Da war ja das mein Auto. Glaube ich. Nervige Fliegen. Echt. Wo bin ich denn gerade? Ach, hier. Da geht's zur Promenade. Alles klar. Halt. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it to call someone, unless you're out of change. You hear the tone. The machine is inoperable. Wähle eine zufällige Nummer 005 24 03 52. Calling. Still calling. This feels wrong. Should you be doing this? Nee, wahrscheinlich nicht. End of tone. Someone picks up. Pierre? Is that you, Pierre? Nein, ich bin nicht Pierre. Do you have any news about Pierre? Wer ist Pierre? He's my sister's grandson. He used to visit me as a lad. Fine young man. But who are you then? A salesman of some sort? Modern goods are rubbish, and I can't afford them anyhow. It's a shame what you did to our country. Nee, ich bin kein Verkäufer. Ich habe eine zufällige Nummer gewählt und sie haben abgenommen. This is because we are bred to be leaders. I can hear the common or mixed background from your voice. I just so wanted it to be Pierre. Have a pleasant evening, prankster. Disconnect tone. Okay. Genug gespielt. Denn die Folge ist vorbei. Ja. Gut, dann müssen wir nächste Folge mal gucken, was wir machen. Ja, ich bin hier halt immer noch nicht. Ja, müssen Sie dann vielleicht nochmal mit Sona sprechen. Ja. Weil bis 21 Uhr ist es auch noch ein bisschen hin. Müssen wir halt irgendwie die Zeit noch überbrücken. Gut. Ich danke vielmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.